Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. In der kleinen Umfrage, die ich neulich gemacht habe, hat sich dann herausgestellt, dass ihr am liebsten noch einmal etwas mit Strukturpaste sehen wollt und den Wunsch erfülle ich euch gerne. Ich habe mir eine Leinwand genommen, die 40 mal 40 Zentimeter groß ist und verteile erstmal die Strukturpaste so rechts und links auf der Leinwand, auch wenn man das jetzt momentan nicht so gut sehen kann. Und ich habe natürlich auch schon eine Idee, wie ich das Bild gestalten könnte. Hinterher habe ich festgestellt, dass ich durchaus noch mehr Spachtelmasse hätte auftragen können. Aber ich finde das gut, dass man sich erst ganz langsam an so ein Projekt herantastet und dann beim nächsten Mal noch etwas mehr Spachtelmasse auftragen kann. Ich gebe noch etwas feinen Dekosand hinzu und arbeite das dann in der Spachtelmasse mit meinem Malmesser unter. Anschließend habe ich die Leinwand einen ganzen Tag lang trocknen lassen. Nachdem die Leinwand gut getrocknet ist, kann ich jetzt zu meinem ersten Farbauftrag kommen. Und zwar verwende ich das Grünblau und etwas Wasser, sodass ich eine Art Lasur direkt auf die Leinwand auftragen kann. Bei diesem Farbauftrag merke ich auch, dass die Strukturen flacher sind, als ich sie mir ursprünglich vorgestellt habe. Aber dennoch ist das kleine Format ganz gut geeignet, um sich an diese Art Malerei heranzutasten. Du kannst mir ja mal in den Kommentaren von deinen Erfahrungen mit Strukturpaste berichten. Die nächste Farbe, die ich dann einsetze, ist die Metallic-Farbe Gold. Und dadurch, dass ich die Leinwand jetzt nicht getrocknet habe, vermischt sich die Farbe natürlich mit dem Grünblau und wird zu einem sanften, hellen Grün. Beide Farben sind auch transluzent und ich verblende nach und nach die Farben miteinander, weil ich im linken und rechten unteren Bereich dunklere Farben haben möchte, in der Mitte hellere Farben und auch nach oben soll das Bild letzten Endes heller sein. Die Farbe, die ich jetzt im oberen Bereich des Bildes einsetze, ist das Neapelgelb hell. Ich werde immer wieder das Gold einsetzen, um Highlights auf dieses Bild zu zaubern. Die werden dann von verschiedenen Lasurschichten teilweise übermalt oder durch das Verblenden ganz einfach eingearbeitet. Nichtsdestotrotz habe ich hier hinterher eine andere Farbnuance, als wenn ich nur das Grün-Blau eingesetzt hätte.
Das Malen dieses Bildes ist etwas völlig anderes, als mit der Rakeltechnik zu experimentieren. Und ich habe gemerkt, dass das teilweise auch sehr meditativ ist, als ich die Farben verblendet habe und mir überlegt habe, die Strukturen noch etwas besser herauszuarbeiten, an einigen Stellen dunkler zu werden, Akzente mit der Metallic-Farbe zu setzen. Und ich habe so richtig gespürt, wie ich nach und nach in dieses Bild eingetaucht bin. Mit dem Zeitungspapier kann ich teilweise Farbe abnehmen und teilweise ergeben sich auch schöne Strukturen. Und hinterher kann man auch sehen, dass man mit dem Zeitungspapier Farbe transportieren kann. Dann gefällt mir die erste Farbschicht so gut, dass ich sie tatsächlich jetzt mit dem Föhn fixiere. Mit meiner weißen Graphitkreide werde ich jetzt einfach mal intuitiv ein paar Linien auf meine Leinwand zaubern. Und einige der mit den Linien geschaffenen Bereiche werde ich jetzt auch dazu nutzen, wieder Highlights aufzutragen. Irgendwann ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich Farben gewählt habe, die auch in dem Bild von Van Gogh vorkommen, Sternennacht. Ich werde jetzt immer mit verschiedenen Lasuren über die einzelnen Bereiche gehen, die ich schon gemalt habe, vertiefe dort die Farbe, gehe aber auch über andere Bereiche, die dann einen goldenen Schimmer mit sich bringen. Und auch die weißen Linien, die ich vorhin mit der Graphitkreide gemalt habe, werden nach und nach verblassen und sich wieder in das Bild integrieren. Sie sind aber hinterher noch zu sehen.
Durch das Drehen des Bildes habe ich jetzt einen Perspektivwechsel und ich bearbeite erstmal den sogenannten oberen Teil des Bildes und verwende auch dort wieder Farben miteinander. Helle Töne werden eingearbeitet, die sich dann auch teilweise bis in den unteren Bereich des Bildes ziehen. Gleich werde ich mit Hilfe des Zeitungspapieres Farbe in den oberen Bereich übertragen und auch diese Farbe werde ich hinterher etwas zurücknehmen, indem ich das Ganze wieder mit dem Pinsel etwas verblende. Solange wie die Farbschichten noch feucht oder nass sind, kannst du jegliches Aussehen deines Bildes verändern. Und genau das mache ich mir hier auch immer wieder zunutze, indem ich Farben miteinander übermale und auch mutig mit hellen Farben in dunkle Bereiche und mit dunklen Farben in helle Bereiche gehe. Ich werde jetzt Details auf dem Bild feiner herausarbeiten und wechsle dazu von dem Pinsel auf einen ganz normalen Haushaltsschwamm. Den habe ich mir einmal halbiert, damit ich mit der Fläche, die dann übrig ist, ziemlich gut arbeiten kann.
Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mir gefällt die Farbzusammenstellung so gut, dass ich mir das Ganze tatsächlich auch auf einer viel größeren Leinwand vorstellen kann. Gedanklich bin ich bei einem Teil des Bildes bei einer Art Unterwasserlandschaft und im oberen Teil habe ich, glaube ich, nicht den Himmel, aber eher sowas wie leichtes, helles Wasser in das Sonnenstrahlen hineinfallen. Also ich bin echt interessiert, was dir zu diesem Bild einfällt und vielleicht schreibst du es mir einfach in die Kommentare. Dann zeige ich dir gerne einmal die Details bei diesem Bild. Es ist schon getrocknet und hier kann man sehr schön die verschiedenen Strukturen, Farbflächen und die metallischen Elemente sehen und natürlich auch ein bisschen die Strukturpaste, die ich mir spätestens an dieser Stelle tatsächlich etwas deutlicher gewünscht hätte. Dann zeige ich dir mein Bild natürlich auch noch gerne einmal an der Wand aufgehängt. Und auch hier gehe ich nochmal näher mit der Kamera heran, sodass man die einzelnen Details und auch den Metallic-Schimmer etwas besser wahrnehmen kann. Auch hier habe ich wieder den Eindruck, dass ich das Bild gerne auf einer größeren Leinwand hätte haben wollen. Aber ich fand es ganz gut, das einmal ausprobiert zu haben und auch auf einem kleinen Format zu arbeiten, sodass ich daraus dann auch ein größeres Bild entwickeln kann.
Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich danke dir auch sehr für deine Unterstützung, indem du meinen Kanal abonniert hast, mir ein Like für dieses Video gibst und mir auch etwas in die Kommentare schreibst. Mach es gut, sei kreativ, bleib gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.